Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video aus unserer Videoreihe zu den zusätzlichen Funktionen zum Linus All-in-One-System. In diesem Video werden wir uns gemeinsam die Gerätebibliothek, die AI- und ML-Bibliothek und kurz die Grundlagen der Werkbank in der Linus-Konsole anschauen. Wir starten das Video wieder auf der Startseite der Linus-Konsole. Durch einen Klick auf das entsprechende Projekt gelangen wir auf die Startseite für das Projekt. Von der Startseite aus navigieren wir über die Menüleiste auf der linken Seite zum Punkt Gerätebibliothek. In der Gerätebibliothek findet man eine große Vorauswahl an Devices, welche man in der Werkbank später bearbeiten kann. Diese Ansicht dient sozusagen als Nachschlagewerk, wo man das passende Device für die Aus- und Eingabe von Daten, das man erzeugen möchte, auswählen kann. Generell gilt es aber zu sagen, dass in einem Standard-Template eigentlich alles enthalten ist, um ein Projekt in Betrieb zu nehmen und die wichtigsten Informationen bereits dargestellt werden. Hier in der Gerätebibliothek findet man nun eine erweiterte Auswahl an Devices, die man individuell erstellen kann und so zum Beispiel Ausgaben im Projekt an Kundenwünsche anpassen und Ausgabenbereiche individualisieren kann. Es gibt eine große Auswahl an Geräten für die Gebäudeautomatisierung, wobei diese auch noch in mehrere Unteransichten aufgeteilt werden kann. So gibt es den Bereich Energie, Anzeigen, Multimedia, Licht, Sensoren, Zähler, Antrieb, Beschattung und noch viele weitere Unterbereiche. In diesem Video werden wir uns aber primär mit dem Bereich Energie befassen. Dort gibt es zum Beispiel einen Baustein für die Batterieanzeige, den PV-Anschluss, den Verbrauch des Hauses und vieles mehr. Einige dieser Bausteine haben wir in den vorherigen Videos zum Thema Bereiche auch schon in Aktion gesehen. Klickt man auf das blaue i in der rechten unteren Ecke eines Devices, so öffnet sich auch noch ein Pop-up-Fenster, wo das Gerät noch einmal über einen generellen Beschreibungstext genauer aufgeschlüsselt wird, sowie eine Auflistung aller Aus- und Eingabeparameter für die Verknüpfung mit Variablen mit kurzer Beschreibung und deren Einschränkungen bezüglich den zu verknüpfenden Variablen. So können Sie für sich das passende Device ausfindig machen. Über das X in der rechten oberen Ecke können wir das Pop-up-Fenster nun wieder schließen. In der Gerätebibliothek gibt es aber nicht nur den Bereich Gebäudeautomatisierung, sondern wir können über den Klick auf Charts in die Ansicht für die Charts wechseln. Es gibt innerhalb der Chart-Ansicht zwei Bereiche, einen für Liniendiagramme und einen für Balkendiagramme. Durch einen Klick auf Balken können wir die Ansicht entsprechend umschalten. Durch den Klick auf das blaue i in der rechten oberen Ecke öffnet sich erneut eine detailliertere Ansicht, wo Sie weitere Informationen zu den einzelnen Graphen finden. Über das X kann auch diese Ansicht wieder minimiert werden. All diese Geräte und Charts, die wir nun gesehen haben, können dann in der Werkbank erzeugt und bearbeitet werden. Nun navigieren wir zunächst aber wieder über die Menüleiste auf der linken Seite zum Punkt AI- und ML-Bibliotheken. Dort finden Sie eine Auswahl an Machine Learning Devices, welche Sie auch in der Werkbank individuell anpassen können. Die genaue Erklärung dieser Tools würde den Rahmen dieses kurzen Tutorials aber sprengen, weshalb wir hier nicht weiter darauf eingehen werden. Auch für diese Devices können Sie über das blaue i in der rechten oberen Ecke mehr Informationen abrufen. Über die Leiste im oberen Bereich können Sie zudem zwischen den Punkten Anomalieerkennung und Machine Learning Modelle umschalten. Wechseln wir nun aber erneut die Ansicht. Über das Menü auf der linken Seite wechseln wir zum bereits öfter erwähnten Punkt Werkbank. In der Werkbank haben Sie nun die Möglichkeit, individuelle Devices zu erzeugen und zu bearbeiten. Dabei können Sie aus einer großen Auswahl an vorgefertigten Devices aus der vorher besprochenen Bibliothek wählen
und diese nach Wunsch anpassen. In der Werkbank sehen Sie auch schon eine Auflistung aller bereits existierenden Geräte des Projekts, welche im Zuge des Templates erzeugt wurden. Diese können Sie theoretisch auch nach eigenen Vorstellungen anpassen. Sie können aber nicht nur Devices bearbeiten, sondern primär auch hinzufügen. Sie können Geräte erstellen, aber auch Anomalieerkennungen, Charts und Machine Learning Modelle. Dafür müssen Sie nur oben über die oben stehende Auflistung zwischen den einzelnen Bereichen hin und her wechseln. Auch in dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit, über die Suchleiste im oberen Bereich des Felds einzelne Devices herauszufiltern. So können Sie zum Beispiel nach MPPT suchen. Über den blauen Button Gerät hinzufügen können Sie zudem neue Devices erstellen. Das soll es aber für dieses Video gewesen sein. In den nächsten beiden Videos werden wir besprechen, wie man mit der Werkbank arbeitet und zwei Beispiele abarbeiten, wo wir eigene Devices erstellen und bearbeiten. Und damit tschüss und bis zum nächsten Video.